Herzlich willkommen auf unserem Vanlife und Outdoor Kanal. Willst du deinen Hund beim Camping alleine zu Hause lassen, aber trotzdem sicher sein, dass es ihm gut geht? Keine Sorge, heute zeige ich dir, wie du mit einer Hundemonitor-App deinen Hund überwachen kannst, egal wo du bist. Du kannst checken, ob er bellt, ruhig schläft oder sich entspannt. Und du kannst sogar mit ihm sprechen. Klingt spannend, oder? Also bleib dran und erfahre, wie es funktioniert. Ganz am Schluss des Videos gibt es dann noch einen Bonustipp. Das Idealste ist natürlich, wenn man seinen Hund überall hin mitnehmen kann. Der Hund hat Spaß, das Herrchen hat Spaß und es ist ideal für alle. Aber leider geht es natürlich nicht immer. Entweder hat man einen Arztbesuch oder man möchte mal mit Freunden in ein schickes Restaurant essen gehen und so gibt es immer wieder Situationen, wo der Hund leider nicht mitkommen kann. Und so muss er dann halt im Van, im Camper oder zu Hause bleiben, notgedrungen. Braucht es nun eigentlich, um einen Hund überwachen zu können? Ja klar, es braucht einen Hund. Ohne Hund geht es nicht. Dann, es braucht zwei mobile Geräte, zum Beispiel zwei Mobiltelefone oder auch ein Mobiltelefon und ein Tablet. Es kann sich dabei auch um alte Geräte handeln, vielleicht so Geräte, wo man schon ausrangiert hat und für sonst nichts mehr braucht, kann man für diesen Zweck wiederbeleben. Eines der Geräte bleibt dann beim Hund und das andere Gerät bleibt bei dir. Welches von beiden ist eigentlich egal. Was man dann weiter benötigt, ist eine App, eine Hundemonitor-App. Die App, die ich hier vorstelle, habe ich gesucht, gefunden und werde nicht bezahlt dafür, sondern für mich war die okay. Wahrscheinlich gibt es noch bessere oder schlechtere hier, aber das ist die, wo ich jetzt kenne. Im App Store findet man sie unter Hundemonitor oder auf Englisch Dog Monitor und da findet man sie zum Herunterladen für Android und für iOS. Die App kostet in der Schweiz 5 Franken und im EU-Raum wahrscheinlich 5 Euro. Die App lädt man dann auf beiden Geräten runter, muss sie aber nur einmal bezahlen. Und es ist sowieso nur eine Einmalbezahlung und nicht ein monatliches Abonnement. Was noch speziell ist ein bisschen ist, wenn man zwei Android-Geräte hat oder zwei iOS-Geräte, muss man einmal bezahlen. Hat man jedoch eins der Geräte ein Android und das andere ein iOS, muss man zweimal bezahlen. Dies daher, weil der Android Store und der iOS Store sind unabhängig voneinander. Das heißt, die bemerken nicht und wollen gar nicht bemerken, dass man beim anderen schon bezahlt hat. Und so ist man dann gezwungen, zweimal zu bezahlen. Außer eben, man benutzt zweimal ein Android oder zweimal ein iOS-Gerät. Und wie benutzt man die App nun? Das ist ganz einfach. Man stellt das eine Gerät, wo der Hund ist, den Raum, den man überwachen möchte, und geht in die App rein und wählt dann die Position Hundestation. Das ist ja dort, wo der Hund ist. Dann positioniert man das Handy oder den Tablet so, dass die Kamera auf den Hund gerichtet ist. Auf dem eigenen Gerät, in der gleichen App drin, geht man dann auf Herrchenstation und klickt Überwachung startet. Von da an überwacht die App immer, ob es einen Lärm gibt bei der Hundestation. Falls es einen Lärm gibt, meldet sie dann, Hund macht Lärm. Wenn das passiert, dann kann man die App aufrufen und die Kamera einschalten, falls man möchte. Klickt auf Kamera. Es verbindet mit der Hundestation und man hat ein Live-Bild der Kamera bei der Hundestation. Man sieht den Hund, falls man die Kamera auf den Hund gerichtet hat. Und man sieht, was er macht. Und man kann unter Klick aufs Mikrofon und mit ihm sprechen. Und man ist direkt verbunden und man kann ihn hören und man kann mit ihm sprechen und ihn beruhigen.
Das hilft wirklich, bei meinem Hund hilft das sehr gut. Ich spreche 2, 3 Worte, ja, ganz ruhig, bleib ruhig und er bleibt dann ruhig und der Rest von der Zeit, wo er alleine sein muss, bleibt er ruhig. Nicht immer hat man die Möglichkeit, dass man das Handy bei sich haben kann, zum Beispiel im Schwimmbad oder beim Zahnarzt. Und so gibt es auf der App nachträglich die Möglichkeit zu schauen, ob der Hund in der Zwischenzeit Lärm gemacht hat. Weil jedes Mal, wenn er Lärm macht, wird das gespeichert, festgehalten mit Uhrzeit und Länge. Und man kann nachher hören, was zum jeweiligen Zeitpunkt der Hund gemacht hat. Und jetzt noch zum versprochenen Bonustipp. In einem Van oder Camper kann es manchmal ja sehr heiß werden und das ist sehr gefährlich für den Hund, wenn man ihn dann in der Hitze lässt. Und so ein Tipp ist, ein Thermometer neben den Hund zu stellen. So kann man ab und zu dann verbinden und schauen, wie die Temperatur beim Hund ist und so dann reagieren und entweder hat man die Möglichkeit ferngesteuert eine Klimaanlage einzuschalten oder man muss schnell zum Hund zurückkommen, damit er nicht überhitzt. Vielen Dank für das Zuschauen bis jetzt am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt etwas davon mitnehmen, damit ihr das nächste Mal euren Hund entspannter alleine lassen könnt. Was sind deine Erfahrungen mit dem Hund allein lassen? Oder benutzt du gar selber eine Hundemonitor-App? Schreib deine Erfahrungen gerne in die Kommentare. Wir freuen uns auch sehr auf ein Like und das Abonnieren vom Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.